Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Navetega und in diesem Video möchte ich einmal eine Frage klären, bei der viele Studenten anstehen. Und zwar ist es die Frage, welches Thema soll ich für meine Forschungsarbeit verwenden? Ja, also welches Thema kann ich nehmen? Wenn dich das interessiert, bleib gerne dran, in Kürze geht's los. Ihr kennt sicher das Problem, man sitzt vor einem leeren Blatt Papier, möchte anfangen, ist motiviert, weiß, wie es zitieren geht, ist das wissenschaftliche Arbeiten grundsätzlich gewöhnt, man ist vertraut, aber man weiß nicht, welches Thema soll ich nehmen. Egal, ob das jetzt ein Paper ist oder eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit, sonst was, aber wir bleiben im speziellen Fall jetzt einmal bei einem Paper, weil es eben doch die aktuellste Literatur betrifft. Und die Frage ist, welches Thema soll ich verwenden? Da hört man, ja, auf der einen Seite hört man, schreib über dein Interesse, schreib über dieses oder jenes, finde eine Lücke, aber es ändert nichts daran, dass ich noch immer vorm leeren Platz sitze und nicht ins Schreiben komme. Ja, und, sorry, und da ist jetzt die Frage, gibt es da eine Anleitung? Gibt es da irgendwas, wo ich sagen kann, da halte ich mich fest und so komme ich jetzt wirklich Schritt für Schritt zu meiner Arbeit und dass es auch wirklich losgehen kann. Ja, das gibt's. Ich habe selber auch länger gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Aber ich möchte es euch jetzt verraten. Und das sind im Wesentlichen nur ein paar wenige Schritte, aber die müsst ihr einhalten. Und so könnt ihr eigentlich relativ zügig, auch wenn ihr mit dem Studium fertig seid, eine Forschungsarbeit nach der anderen schreiben, also ein Paper nach dem anderen. Ihr kennt vielleicht den Professor David Stuckler in Italien, der ist in der Universität dort und hat bereits über 450 Publikationen herausgegeben, überwiegend Paper natürlich und auch Sammelwerke und so weiter. Aber das muss man sich vorstellen, 450 Veröffentlichungen und der ist vielleicht ein bisschen älter als ich, also ist jetzt nicht kurz vor der Pension oder so. Und das ist schon allerhand. Und da ist die Frage, wie findet man so schnell ein Thema? Gut, das wissenschaftliche Arbeiten selber dann hat schon eine gewisse Routine und je mehr man macht, umso besser und routinierter wird man. Aber so wie es bei Studenten oft ist, dass sie vor einem leeren Platz sitzen, oft nicht nur einen Tag, sondern oft tagelang, wochenlang und ja, dann wieder ein bisschen recherchieren, dann wieder ein bisschen lesen und sagen, aber ich habe noch immer kein Thema. Ja? Und, ähm, und würde aber so gern starten. Und was hilft mir jetzt da? Also ich gebe euch die Anleitung, die mir geholfen hat und ich hoffe, sie wird auch euch helfen. Als allererstes, bevor ihr beginnt, ist das Wichtigste, dass ihr hinsetzt und sagt, welcher Fachbereich interessiert mich überhaupt? Ja, also in welchem Fachbereich kann ich mir vorstellen, was zu schreiben? Wo bin ich motiviert? Wo habe ich auch schon ein gewisses Hintergrundwissen? Und worüber würde ich gerne schreiben? Wo ist die Motivation da, wo ich sage, da will ich mehr herausfinden? Jetzt gehen wir mal davon aus, wie es bei mir ist. Ich habe ja Philosophie und Pädagogik studiert und mich dann auf Religionsphilosophie spezialisiert. Und dieser Bereich interessiert mich nach wie vor sehr. Und dazu gehört auch Ethik, Moralphilosophie, dann natürlich auch die Erwachsenenbildung und so weiter. Und wenn ich jetzt weiß, okay, in dem Bereich spielt es einmal ab, dann sage ich, dann schreibe ich das einmal auf. Wir sind auch immer beim ersten Punkt. Ich schreibe mal auf, okay, Religionsphilosophie, Ethik, Moralphilosophie und so weiter. Das sind einmal so die Themenbereiche. Und
Dann als nächstes sage ich hier, naja, wir sind noch immer beim Punkt 1, sage ich, und das interessiert mich also alles und welche zwei Dinge interessieren mich am allermeisten. Und dann suche ich von dieser Liste, von diesen paar Dingen, die ich aufgeschrieben habe, mal zwei Sachen raus, die mich am stärksten von dem interessieren. So, das war Punkt 1. Punkt 2 ist dann, wie wir wissen, es muss ja eine Relevanz besitzen, weil ohne Relevanz hat es ja wieder keine Bedeutung für die Wissenschaft, für die Gesellschaft und so. Also das Interesse allein reicht nicht. So, wie komme ich jetzt zur Relevanz? Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, ich habe die zwei Wissensbereiche. Ob das jetzt große Bereiche sind oder eher ein bisschen kleinere schon, ist nicht so entscheidend, sondern ich habe die zwei. Und in diesen zwei Bereichen fange ich jetzt recherchieren an. Das heißt, ich suche anhand der Datenbanken und auch der Unibibliothek und so weiter einmal die aktuellsten Veröffentlichungen in dem Bereich. Also das muss im heurigen Jahr sein, das muss in den letzten Monaten gewesen sein. Also mal die aktuellsten Sachen raussuchen. So, das ist einmal ganz wichtig. Wir sind noch immer im zweiten Bereich, zweiten Punkt. Und jetzt gehe ich her und wenn ich meine aktuellsten Literatur in meinem Interessensbereich vor mir liegen habe und diese Werke einmal lese, da muss ich nicht das ganze Werk lesen, sondern wichtig ist Einleitung, Abstract und die Conclusion ist sehr wichtig oder auch die Diskussion und dass ich sage, okay, wo sind hier Lücken beschrieben? Weil der Forscher, der das geschrieben hat, der muss sich auch schon damit beschäftigt haben, auf was er aufbaut und auch mit Grenzen, die seine Forschung betreffen. Also, und oft schreiben sie eben dann, wo gibt es Lücken und wie soll weitere Forschung aussehen. Und nachdem ich hier aktuellste Literatur lese, kann ich davon ausgehen, dass diese Dinge im meisten Fall noch nicht erforscht wurden, weil das ja erst vor kurzem herausgegeben wurde, dieses Paper. Es wird nicht das Weitere, was er empfiehlt, auch schon publiziert sein. Das kann im Einzelfall sein, aber dazu kommen wir noch. Ja, und wenn ich jetzt sehe, okay, er ratet zum Beispiel, hier ist eine Lücke, hier ist eine Limitation und so weiter. Und im anderen Paper steht zum Beispiel das als Limitation oder als Lücke. Ja, dann suche ich mir hier mal ein paar raus aus diesen verschiedenen Papern und sage, okay, diese Lücke schreibe ich auf, diese Limitation und dann lege ich das weg. Und dann sage ich, was interessiert mich von dieser Liste, die ich da jetzt habe? Und was interessiert mich da am meisten? Und dann entscheide ich mich für eine Forschungslücke oder Limitation. Und diese Limitation ist ja noch kein fertiger Titel, sondern das ist nur mal ein Bereich, wo man sagt, okay, das ist eine Lücke. Aber es ist schon so viel, dass ich Keywords daraus extrahieren kann. Das heißt, ich brauche keinen fertigen Forschungstitel, sondern da kann man jetzt Keywords extrahieren und wie wir dann wissen, bei der Literaturrecherche beginnt ja so, dass man einmal 2 bis 4 Keywords hat, also im Durchschnitt 2 bis 3 kann man sagen, und die extrahiere ich aus dem und mit den Keywords fange ich recherchieren an. Und zwar so, wie man eine Literaturrecherche macht. Und da kann ich nur meine anderen Videos empfehlen, wo es um diese Literaturrecherche geht, weil da finde ich dann wirklich das Alleraktuellste, nämlich genau in diesem speziellen Bereich, in dem ich jetzt schreiben werde. Und, und sehe dann auch, gibt es hier noch ganz speziellere Lücken. Und dann kann ich mich darauf konzentrieren, es zu bearbeiten. Ja. Und das ist dann schon der Punkt 3, wo ich sage, aus diesen Keywords mit den ganzen Synonymen und so weiter recherchiere ich und finde die Lücke und formuliere also mein Thema. Und dass sich das Thema dann nach und nach noch ein bisschen anpasst, das ist klar, das wissen wir, haben ein vorläufiges Thema und wir wissen ja, damit ich schreiben beginnen kann, brauche ich eine Forschungsfrage und eine Gliederung.
Und das kann ich die Forschungsfrage kann ich erstellen mit dieser Lücke und die Gliederung kann ich auch erstellen. Und so beginnt man. Und ich hoffe, das ist die Lösung und wünsche euch gutes Gelingen dafür.